Zugeschaltet ist Nico Lange, Experte für Sicherheitspolitik. Schönen guten Tag, Herr Lange. Guten Tag. Wie ist denn nun Ihre Einschätzung zu dieser aktuellen Situation? Glauben Sie auch, dass Israel jetzt tatsächlich mit Bodentruppen in den Libanon einmarschieren könnte? Was wir jetzt besser verstehen, ist, dass die Explosion der Pager und dann der Funkgeräte der Auftakt war zu einer israelischen Operation gegen die Hisbollah. Und dass jetzt gezielt nicht nur die militärische Führung, sondern ja auch Munitionsdepots, Raketen, Abschussrampen unter Feuer genommen worden sind, um sie auszuschalten. Israel hat sich dafür entschieden, nicht auf weitere Angriffe auf Israel zu warten, sondern vorher zuzuschlagen. Ich kann ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen, ob das auch Bodenoperationen im Südlibanon enthalten wird. Sollte es soweit kommen, sollte Israel tatsächlich mit Bodenoperationen beginnen, was würde dieses Szenario tatsächlich auch für den Verlauf dieses Konfliktes bedeuten? Wäre das nochmal eine neue Eskalationsstufe? Naja, man muss mit der Formulierung Eskalation, glaube ich, immer aufpassen, weil wir ja auch nicht erwarten können, dass Israel sich beschießen lässt aus dem Libanon und dass Gruppen, die aus dem Iran unterstützt werden mit Waffen, Raketen, Munition, sich da in der Zivilbevölkerung verstecken und Israelis im Norden Israels gar nicht mehr in ihre Häuser und ihre Wohnungen zurück können, weil sie ständig beschossen werden. Das ist ja der Ausgangspunkt des Ganzen. Dass Israel jetzt dagegen vorgeht und Sicherheit für diese Bürger wiederherstellen will, finde ich, ist das Interesse, auch das Recht des israelischen Staates. Die entscheidende Frage wird sein über die nächsten Tage und möglicherweise Wochen, wie verhält sich der Iran, der ja der entscheidende Unterstützer dieser bewaffneten Gruppen ist. Bisher gibt es von da Drohungen, aber offensichtlich noch keine Bereitschaft, etwas zu tun. Und wenn der Iran sich weiter zurückhält, dann glaube ich eher, dass Israel diese Militäroperation zu Ende führen wird und dass dann die Sache damit abgeschlossen ist. Und wenn er sich nicht zurückhält, inwieweit könnte der Iran dann reagieren? Na, der Iran hat verschiedene Möglichkeiten, nicht nur bewaffnete Gruppen wie die Hisbollah zu unterstützen, sondern auch andere um Israel herum, die dann wiederum Israel attackieren. Und wir haben ja auch gesehen vor einigen Monaten, dass der Iran auch direkte Angriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern, Raketen auf Israel wagen könnte, die sehr schwer und aufwendig sind zu verteidigen. Also der Iran hätte da schon Möglichkeiten. Aber wie gesagt, bisher habe ich den Eindruck, dass der Iran zwar droht, sich aber mit militärischen Reaktionen zurückhält. Nun konzentriert sich Israel ja gerade eben auf den Libanon. Was heißt das tatsächlich für die Operation in Gaza momentan? Ja, es sind ja noch nicht alle Geiseln wieder frei. Und das heißt auch, aus israelischer Perspektive muss die Operation weitergehen. Das ist, glaube ich, aber in dieser Phase sehr, sehr schwierig, da mit militärischen Mitteln noch etwas zu erreichen. Bisher sind aber leider Gespräche für Lösungen gescheitert. Möglicherweise gehen die weiter. Israel verlagert sich jetzt in den Norden, glaube ich, um vor allen Dingen vorzubeugen, dass die Lage verkompliziert wird dadurch, dass neue Angriffe, möglicherweise neue Geiseln, neue Opfer auf israelischer Seite entstehen. Man kann, glaube ich, aber mit bestimmter Sicherheit jetzt nicht prognostizieren, wie es in Gaza und wie es in Libanon weitergeht. Ich glaube aber, dass Israel insofern jetzt gute Möglichkeiten hat, die Dinge zu Ende zu führen, weil die Hisbollah keine Kommunikationsinfrastruktur mehr hat und Israel ja jeden Tag mit neuen Operationen weiter in der Initiative bleibt. Und ich glaube, Gegenreaktionen für die Hisbollah alleine im Moment nicht möglich sind. Gibt es denn in dieser Lage überhaupt noch einen Korridor für eine diplomatische Lösung? Sie haben es selber gesagt, bisher haben die Bemühungen in diese Richtung ja nicht gefruchtet. Eine diplomatische Lösung müsste ja beinhalten, dass die Israelis, die im Norden Israels leben und die beschossen worden sind, wieder sicher in ihren Häusern leben können. Also wir können ja nicht sagen, wir wollen jetzt, dass die ihr Leben lang in irgendwelchen Hotels leben müssen und nicht mehr nach Hause zurückkehren können. Das ist ja schon eine wichtige Frage. Und das scheint ja im Moment mit diplomatischen Mitteln nicht erreichbar zu sein. Ganz im Gegenteil, die Hisbollah hat ja weitere Angriffe geplant und Iran unterstützt ja auch diese Proxys weiter. Deswegen glaube ich, im Moment sehe ich nichts, wo ich sagen könnte, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, eine Vereinbarung zu treffen, die die Sicherheit Israels gewährleistet und gleichzeitig dazu führt, dass diese Konflikte in Zukunft nicht weiter ausbrechen.
Wie schätzen Sie denn vor diesem ganzen Hintergrund jetzt auch die Rolle der USA ein? Auch da sehen wir ja weitere US-Truppen in der Region. Die Rolle der Vereinigten Staaten ist sehr wichtig, insbesondere im Blick auf die entscheidende Frage, was macht der Iran? Und man sieht ja die Stärke der Amerikaner gegenüber der gewissen Hilflosigkeit der Europäer, weil es eben einen Unterschied macht, wenn man mit seinen Worten auch militärische Macht mitbringt. Und die Präsenz der Flugzeugträger und der Trägergruppen und die starke militärische Macht der USA hilft, glaube ich, Israel, um eine regionale Ausweitung des Krieges und vor allen Dingen militärisches Eingreifen des Iran im Schach zu halten. Aber wir haben jetzt auch in einigen Wochen schon Wahlen in den USA. Und ich glaube, im Zusammenhang mit diesen Wahlen ist die große Frage, wird die USA die ganze Zeit über diese Art von Abschreckung gewährleisten? Und was wird möglicherweise auch eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident der Vereinigten Staaten in Bezug auf diese Fragen tun? Also da ist jetzt in den nächsten Wochen, glaube ich, eine gewisse Unsicherheit da. Sagt Nico Lange. Danke Ihnen sehr für Ihre ganz aktuelle Einschätzung. Gerne.